Hallo, hallo. Ja, schaut mal, bin beschäftigt. Hab da diesen Design Collection Block rausgeholt. Da sind ja Stickers und Prints, Glitter, Die-Cuts, unifarbene Cardstock und folierte Cardstock. Eben ja, so ein Set. Und habe jetzt da ist so ein Blatt mit solchen Sticker und diese gibt es auch noch, ne? So, und ich habe mir da jetzt erstmal das eine vorgenommen und da auf so Abschnitte, ne, die man so rumliegen hat, da hatte ich eben Kreise ausgestanzt, ne? Und das Blatt hier habe ich beklebt und auch den schwarzen. Ich wollte auf dem da, aber es gefällt mir nicht, lasse ich lieber. Und die zwei, ja, passt. Ja, nämlich so vorsichtig und nicht zu viel rumtatschen und dann aufkleben, so ein bisschen Abstand zwischeneinander lassen, schön festkleben und hat man so eine ganze Serie, ne? Ja, das sind auch noch Die-Cuts, die sind hier, die kann man dann mit kombinieren, ne? So etwas damit was unterlegen eventuell. Und deswegen erstmal beschäftige ich mich damit. Nagelschere rausgeholt. Ja, mit der ist es besser, ne? Und ja, ich möchte ja die ausschneiden so mit einem weißen Rand. Lieber, ne? Und da kann man dann solche Teile. Ist nicht so gut zu sehen. Und das ist auf weiß. Und das habe ich auch auf schwarz noch. Die auf weiß werde ich noch distressen. Glaube ich, wird es besser dann werden. Ne? Eine Menge ganz feine Teile, aber ja, dachte ich, die kommen mal heute dran. Ja, und dann habe ich schnell gemacht. Einfach ausgeschnitten. Kann man so in Ruhe machen, während ich da vielleicht nebenbei was noch gucke. Sind ja ganz klein, filigran, aber doch ist ja in dem Designblock drin, dann passt es auch zu den anderen Designs dann, wenn man was Projekt macht. Gut ist es. Und das sind auch viele Papiere auch in dem Block zum Kombinieren passend drinnen. Ne? Passt perfekt. Soll ich mal auch noch probieren, mit diese schwarze noch ausschneiden, wie die dann werden. Ne? Ja, das ist aus den Scrapbooking Alben, ne? Die gibt es ja immer zwischendurch bei Action mit solchen Blättern. Da habe ich die rausgeholt. Echt gute Grammatur, so nicht dick, ne? Und dann ist echt gut geeignet für solche Sachen. Sehr klein, ne? Aber doch. Ja, jetzt noch meinen schnellen Durchlauf. Ja, wenn es so in echt wäre, ne? So schnell ausschneiden. Naja, gemütlich sich
einfach an die Arbeit machen. Wir basteln ja gerne, ne? Sie umrahmt schön die Kontur von dem Sticker und dann hat man richtig schön die Teile da weiß und da in schwarz. Aber schwarz-weiß, das ist schon eben basic, da kann man, passt zu allem. Weiß kann man auch die Stressen und schwarz ist sowieso, man stempelt auch oft einen Spruch, schwarz auf weiß, dann hat man schon schwarze Farbe auch im Spiel, ne? Und dann passt es. Der ist es so harmonisch dann. Ja, gut. So. Dann was haben wir da? Und auch da, es liegt ja auf den Papieren sozusagen, das kann man dann anpassen. Ne? Ich finde da auf dem Braun passt schön. Ich finde auch auf dem Grün würde es auch schön passen. Ne? Kann man so ein bisschen probieren. Ich habe ja gezeigt, die Sticker aus dem Block, ne, habe ich ja auf schwarz und auf weiß aufgeklebt. Da ist so eine Mischung, habe ich da alles da reingetan. Sind so kleine Teile, ne? Und ausgeschnitten. Auch solche Labels, auch so Fähnchen, ne? Habe ich auch gemacht. Auch daraus, ne? Hier vorne ist diese Teile sind da drauf, ne? So ein Bogen. Und habe jetzt an der Karte das jetzt genutzt. Ja, der Spruch ist aus meinem Sammelsurium, aber es geht um diese Sticker, ne? Dass man die dann ordentlich ausschneidet und dann in Szene setzt. Finde ich echt schön geworden, ne? So, die Karte dann werde ich noch zeigen. So ist sie geworden bei mir und das habe ich dann passte. Und das war ja alles auch bei der Karte, habe ich auch diesen Block genutzt. Auf schwarzem Cardstock und dann, ja, es gibt ja auch diese Die Cuts, ne, aber ich habe da erstmal so mich da entschieden. Da ist auch so ein unfarbene Cardstock, ne, habe ich auch da genutzt. Diese Farbe, ne, sind schöne Papiere. Ja, so, das war es dann zu diesem Block und dann die Verarbeitung von den Sticker, dass man so auch kleine Teile verwendet. Ne? Mit Schwarz, ne, ist ja wirklich, das passt dann zum Hintergrund und dann mache ich das so und dann werde ich noch eine weiße Karte noch basteln, ne? Und da kann ich auch auf gemattetes Designpapier dann auch noch mit denen auf weißem Hintergrund dann arbeiten, ne? Ist auch möglich noch das da und sieht auch schön aus. So ihr Lieben, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.